Komm, was machen wir jetzt? Ein Thema, was euch nämlich auch wieder sehr bewegt hat. Euch bewegt so viel. Das finde ich aber auch gut, dass ihr euch viel bewegt. Pass auf, wir gehen in eine Geschichte rein, die euch natürlich sehr bewegt. Und boah, manchmal denke ich, die Nachrichten, die ich so kriege, da sind ja eh immer Brüller dabei. Aber hier war es so, als ob ihr einem Fritz Meinecke schreibt, Fritz, du kannst in der Natur schlafen, da gibt es sowas wie eine Hängematte. Hast du schon mal davon gehört? Und ich denke dann, Robert, das Militär setzt Kampfdelfine ein. Hast du schon mal davon gehört? Leute, da habe ich schon vor 15 Jahren Vorträge drüber gehalten. Ja? Ich fand das so krass, aber das ist wieder, ich bin da zu krass in der Bubble und habe dann nicht daran gedacht, na klar, ihr seid ja nicht also nicht alle sind so in dieser Bubble und dann muss man heraustreten und sich selbst beobachten und sagen, ja natürlich, nicht jeder weiß darüber Bescheid. Ne? Das ist, vermutlich geht es den Veganern und so, die dann sagen, sag mal, seid ihr bescheuert, wisst ihr nicht, was Fleisch in eurem Körper macht oder wie es den Tieren geht. Oder ich sag als Fischschützer, sag mal, ihr Catcher und Release-Angler habt ihr eine Macke, wisst ihr nicht, wie es den Fischen geht. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wir gehen mal rein ins Thema. Wie Russland Kampfdelfine im Krieg einsetzt. Das hat euch sehr mitgenommen. Da war ich überrascht, weil ich dachte, das sei bekannt. Das ist so, wie wenn ich bei einem Essen bin und die Leute, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dann Thunfischsteak bestellen und ich sage, Vorsicht, Meeresbiologe am Tisch, aber das ist so und so mit den Thunfischen und so weiter. Und die dann immer sagen, hä, das wusste ich gar nicht. Und ich immer denke, Alter, wie kannst du das nach 20 Jahren noch nicht wissen? Also war ich sehr überrascht, weil das meiner Meinung nach in den Medien war, oft genug, dass Russland Kampfdelfine im Krieg einsetzt. Also aus Angst vor Angriffen setzt Russland nun offenbar Kampfdelfine im Schwarzen Meer ein. Der Einsatz von Tieren im Krieg ist weder neu noch tierfreundlich. Richtig. Denn ihr müsst auch bedenken, das ist ja nun überhaupt nichts Neues, dass man Delfine einsetzt im Krieg sowieso schon nicht, aber früher vom Elefant bis zum Pferd, vom Seelöwe bis zum Hund werden super viele Tiere für den Krieg missbraucht. Als Tragetier, als ich schicke ihn nach vorne als Bombensuch-Spürhund, als, ihr wisst, die Spezialkräfte, die missbrauchen ihre Hunde nicht, aber die haben auch Hunde im Einsatz. Die Pferde bei der Polizei, das ist ja am 1. Mai auch manchmal halb wie Krieg. Also Tiere finden im Krieg immer wieder statt und unter Wasser auch. Und das ist ja nun mal meine Region. Das finde ich extrem spannend, deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Und es sind bei den Meeressäugern tatsächlich nicht nur verschiedenste Delfinarten. Es gibt ja nicht den Delfin, es gibt ja verschiedenste Delfinarten. Ne? Erinnert euch, ihr wisst, 94 Wal- und Delfinarten und militärisch sind mir 5 verschiedene Arten bekannt, die eingesetzt werden. Wenn man den Beluga noch dazu zählen würde, 6. Plus Robben. Auch die werden militärisch eingesetzt, was ich auch super spannend finde. Wäre aber ein eigenes Video. Und das machen auch nicht nur die Russen, das machen die Amis und auch noch ein paar andere. So, anyway, ihr wart ganz bestürzt, dass das passiert und sehr geil. Ich habe dann so ein bisschen gegoogelt, ob ich euch irgendein Video anbieten kann, was wir uns reinziehen und habe H.I. Sutton gefunden. Trained Russian Navy Dolphins are protecting Black Sea Naval Base Satellite Photo Show. Ganz krasser Nerd im Bezug auf U-Boote, Navy, Militär und so weiter. Hat sich hart damit beschäftigt. Einen geilen Artikel geschrieben. Verlinke ich euch unten natürlich, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und ich möchte mir auch ein Video von ihm angucken, aber vorher habe ich noch dieses Video gefunden, was wir uns unbedingt anschauen möchten, weil es da, glaube ich, relativ einfach erklärt wird. Und da gehen wir nun mal rein und dann gucken wir uns das etwas nerdige Video von H.I. Sutton an, was aber super spannend ist, wenn es um die Informationslage geht. Ja? Macht euch bereit, atmet tief ein, Angriff der Delfine. Oder Verteidigung? Wir werden sehen. Imagine you've enlisted in the US Navy and are stationed at a classified naval base. You're patrolling the docks when suddenly you see something jump out of the water. You can't quite make out what the animal is, but it looked like a big fish. You squint through the sunlight reflecting off the water, and all of a sudden an enemy diver is thrown out of the water and onto the dock. You look. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Die Delfine schützen Navy-Basen, indem sie einfach Kampftaucher, feindliche Kampftaucher, die immer mit gelben Flossen und gelben Flaschen, damit sie gut zu erkennen sind, rumtauchen und dann an Bord werfen. Was die übrigens könnten. Ne? Also ein großer Tümmler, die am meisten eingesetzt werden, könnten das tatsächlich machen. Die wären ja 400, 500 Kilo schwer. Die könnten einen Menschen, einen Taucher mit 100 Kilo aus dem Wasser katapultieren ohne Probleme. Wide-eyed and confused at the enemy laying there at your feet. How did he get here, you wonder? Then you peer over the edge of the dock and see a dolphin swimming around in the water. Your commanding officer comes out from the base smiling and stands next to you. I'd like to introduce you to your new partner, he says, pointing to the dolphin. My new partner? You say, looking a little shocked. Your CO informs you that your new assignment is to... Hey, ich könnte auch mal den Untertitel, wenn ich clever wäre, hier auf Deutsch stellen, gell?
Wie wär's damit? Protect the naval base at all costs. The only possible way to do this is to work closely with your new dolphin partner. The dolphin makes a series of clicking noises and does a backflip. Your commanding officer puts his hand on your shoulder and says, "I think he likes you." "This is gonna be interesting," you respond. "What do I call him?" The CO looks at you straight in the eyes and with a smirk says, "The dolphin's call sign is Big Tuna." You and Big Tuna Schöner Name. go through training together. The dolphin receives meals of fresh herring and mackerel several times a day. You are stuck with standard issue rat. Nur mal so, also kein Delfin der Welt würde jemals freiwillig Menschen angreifen, Minen entschärfen, Sprengkörper an feindlichen Schiffen anbringen oder entfernen, Kampftaucher unschädlich machen. Das Training involviert häufig Nahrungs- und Liebesentzug. Das ist ja dasselbe Training wie zum Beispiel für die Delfinshows und so weiter. Die Delfine bekommen nur etwas zu essen. Sie leben ja in Gefangenschaft, werden aber ab und zu freigelassen, wenn es dann rausgeht ins Meer, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen. Das heißt, das ist immer mit einem Zwang verbunden, was ich persönlich als Training schon mal echt beschissen finde. Sometimes you think Big Tuna eats better than you, but if you try to steal his fish, he sprays you with water and creates sounds very similar to laughter. He is too smart for his own good, but you guys Das ist ein bisschen satirisch, das Video, ich merke schon. bond and form a close relationship. You teach Big Tuna different commands and signals using whistles and hand gestures. His dolphin ears are fine-tuned to hear and locate sounds underwater, so communication is almost always possible no matter how deep he goes. Through positive reinforcement and fishy rewards, Ah ja, Positive Reinforcement, so wie bei Hunden. Du hast was Gutes gemacht, also kriegst du ein Leckerli. Hier ist es nur so, du hast das noch nicht richtig gemacht, also kriegst du nichts zu essen. your dolphin partner learns enough commands to practically have a full-blown conversation. He always knows exactly what to do on a mission. Big Tuna and you become inseparable. You are the most valuable assets of the secret naval base. Und da muss man dann mal hinterfragen, wie alt wird ein Delfin in der Freiheit und wie alt wird ein Delfin im Militärtraining? Findet ihr dazu Daten im Internet? Lasst es mich wissen. You've been training hard and waiting to be assigned your first off-base mission. Big Tuna has been trained well and his echolocation Was hat Big Tuna hier, Alter? Kamera oder eine Knarre? Was trägt Big Tuna? makes him a vital asset to the team. He can locate objects underwater with ease and identify all types of objects. He can even distinguish Ah, eine Kamera. Aber wie... Das ist ja Quatsch. Ach, der nimmt noch auf. Das ist quasi eine GoPro an der Flosse, weil du kannst ja nicht hier per Schall übertragen. Ja, nicht, aber Kamerabilder. Müsste ein Kabel dranhängen. Aber so nimmt er auf, bringt die Kamera zurück und dann kann man das am Computer auswählen. Alles klar. between different types of metal. Then it happens. You and Big Tuna receive your first assignment. The Navy suspects that there are underwater mines just outside of the base perimeter. It's your responsibility to help Big Tuna locate and deactivate. Das sind Unterwasserminen, ne? Bei Kontakt hier macht es einmal Pang! Sind unter Wasser festgeschnallt mit einem Bleigewicht. Und wenn da ein Schiff drauf rappelt, gibt es übrigens auch immer noch wieder. Und habe ich auch persönlich schon mal unter Wasser gesehen, ist eher so eine unangenehme Situation. The underwater mines. Marine biologists that work closely with the Navy have reported that dolphins are much more effective at locating mines than any machine. They can use their echolocation to locate and identify mines without ever coming into contact with them. Your squad takes a boat to the suspected mine location. Und deswegen sind die eben auch ein nahezu unersetzliches Tool für Marineeinheiten. So ein Tier kann es halt tausendmal geiler als jeder Roboter oder Mensch. Und besonders ein Delfin, der ja noch hochintelligent dazu ist und trainierbar. Ne? Big Tuna swims alongside the vessel until you reach the danger zone. You give Big Tuna the signal to locate a metal Ich kenne das eigentlich, dass die hier hinten auf den Booten drauf sitzen und dass die erst in der Danger Zone abgeworfen werden. spherical object, and he dives underwater to use his echolocation to pinpoint his target. A few minutes go by and your partner resurfaces. He makes clicking noises signaling he has located a mine. Good job, Big Tuna, you say. You hand him a Sprengkörper small anbringen, in die Luft explosive jagen, to die Karre, attach to the los! mine. He swims to the target with the disarmament explosive in his mouth. Then carefully, your dolphin partner attaches the explosive to the mine. Das wirkt so absurd, ne? Wenn man das hier in so einem Video sieht, wie aus so einem SpongeBob-Movie, wo sich jemand sowas ausgedacht hat und es ist halt einfach wahr. Das ist schon krass. Big Tuna swims back up to the boat. You signal him to jump in. After he's secured in the boat, you zoom away. Weil auch der muss raus, weil wenn es die Druckwelle von der Minenexplosion zerrupft ihm das Gehör, das heißt, der muss außerhalb des Wassers sein, ne? Deswegen. Weil viele Wale sterben ja und Delfine aufgrund von militärischen Aktivitäten, weil ihnen das Ohr zerstört wird, oder besser gesagt das Innenohr, und sie sich dann nicht mehr orientieren können, weil denkt dran, Delfine und Wale sehen ihre Umgebung mit den Ohren. Es wird Schall ausgesendet, sie hören, wie hört sich das an, wir wissen, aha, da ist ein Stein, da ist ein anderer Stein, da ist ein Tunaschwarm, hier ist der Grund, da geht es zum Strand. Das könnt ihr ja nicht sehen, weil das Wasser trübe ist oder man nur 50 Meter gucken kann oder so, im Bestfall oder 100. Sie müssen das alles mit ihren Ohren wahrnehmen. Und eine Explosion unter Wasser, die extrem laut ist, Schall,
Er wird unter Wasser über sehr, sehr große Distanzen weit ausgebreitet, kann das Innenohr zerstören. Und häufig findet man bei gestrandeten Delfinen nach Militärübungen ein kaputtes Innenohr. Und dann leidet der Orientierungssinn und sie sind quasi blind unter Wasser und auch noch gehörlos. Das ist echt beschissen. At a safe distance, you detonate the small explosive, thus neutralizing the mine. Mission accomplished. You get a couple days R&R with Big Tuna, but then the Big Brass sends orders down the pipeline. Your next mission is to salvage and recover a lost experimental submarine. The Navy has lost contact with the prototype about 25 clicks from the base. You learned in basic training that a click is 1 kilometer. Not too far, but far enough that Big Tuna will have to ride in the boat with you until you reach the last known location of the lost submersible. You load Big Tuna into the saltwater-filled tank on the boat. He gets secured into a harness to ensure he's comfortable, and any jolting of the boat Ich würde gerne mal wissen, welche Nation hier mit Big Tuna arbeitet. Sieht ein bisschen russisch aus schon, ne? doesn't cause him to crash into the sides of the tank. You reach the target location, and your dolphin partner is released into the open waters of the ocean. Big Tuna looks at you for instructions, and you give the commands for search and rescue using hand gestures. The dolphin shakes his head up and down to show that he So krass, understands was die and then können, dives alter in. Schwede. After 8 minutes, you get a little worried that Big Tuna hasn't resurfaced yet. Dolphins on average can only hold their breath for 10 minutes, but that's pushing it. Then your partner pops his head out of the water. He clicks and jumps, signaling that he's located the lost submersible and to follow him. You steer the boat toward where Big Tuna's headed. You reach the location and attach a harness with a camera mounted on it to your partner. Big Tuna dives down into the murky depths. You watch the camera feed on the monitors aboard the boat. The picture fades, but the light on the camera eventually kicks in. When the image focuses, you can see the lost submersible on the screen. Big Tuna has done it again. The submersible is recovered, and you return to base for a cold beer and some fresh sushi. Das ist natürlich veganes Sushi. The beer is for you, and the sushi for the dolphin. Your missions have been so successful with your partner that you're both promoted. You've made it to the big leagues. You now lead the team responsible for patrolling and defending the harbor from Und jetzt kommt der Punkt, den Russland anwendet im Schwarzen enemy Meer. spies and saboteurs. You knew that your missions were going well, but not this well. You've heard of elite teams of dolphins who protect naval installations along the coast of California, Beschützer von marinen Basen, ne? but those are the best of the best. You can't believe that you and Big Tuna have accomplished so much in such a short time. You remember hearing a story from a friend in San Diego about a training exercise that pitted a Navy SEAL against one of the trained dolphins. The soldier was tasked with attempting to infiltrate a harbor with a fake mine. The elite soldier was the best the Navy had to offer. Alter, sich aber mit einem ausgewachsenen großen Tümmler anzulegen, ist keine gute Idee, denn der kann dich töten. Also mit einer Rammung zerbombt er dir alle Rippen. Das ist echt krass. Okay. Everyone was sure he would sneak by the dolphin, but on all 5 attempts to infiltrate the harbor and plant the fake mine, the dolphin stopped him. SEALs are no match for dolphins. The base you're protecting SEALs are no match for Dolphins. Lasst euch das gesagt sein. SEAL Team 6. is a big deal. It's a matter of national Die Delfine reißen euch den Arsch auf. security that no enemies gain access to its secrets. You and Big Tuna are vigilant, but you know an attempt to infiltrate the base is imminent. The first time you catch someone trying to gain access to the base, you handle it in a discreet manner. Big Tuna has sighted the target, but does not engage. Instead, he keeps his distance, but tracks the enemy. The diver swims closer to the base, and that's when the dolphin signals it's time for action. He heads back to the boat where you've been waiting Völlig and krass. informs you through clicks and body movements that it's time to attack. Big Tuna leads the armored patrol boat to the enemy location, and once the signal's given, the dolphin swims away to safety. The Navy boat drops depth charges and grenades into the water surrounding the spy. Explosions erupt from the depths, and water sprays into the air. After the waters settle, Big Tuna is sent back in for reconnaissance. He resurfaces and gives you the signal, target destroyed. It wasn't long. Bisschen unemotional. Wir haben hier gerade einen Taucher in die Luft gesprengt. Das ist einer der schrecklichsten Tote, die es so gibt, aber Big Tuna has engaged. Long before the enemy attempts to infiltrate the harbor of the top-secret base again. This time, you and your dolphin compatriot want to send a clear message. No one messes with your base. The enemy has sent a squad of 3 highly skilled divers to try and sneak into the base. Big Tuna quickly identifies all of the incoming targets with his echolocation. The clicks and high-pitched noises travel through the water at the speed of sound. When they come in contact with the enemy divers, the sound waves bounce back and return to the dolphin's highly sensitive ears. Using echolocation allows Big Tuna to identify the exact size, shape, Da würde ich jetzt als feindlicher Taucher irgendwie ein krasses Signal aussenden, sodass der Dolphin verwirrt ist. Okay. and distance of the enemy divers. Habe ich jetzt hier verraten, wie man Delfine überlistet? Ups. Sorry.
Your dolphin partner signals there are enemies in the vicinity. You prepare to engage, but before you can move, Big Tuna signals that he'll handle this one on his own. You're hesitant, but you trust your partner. You've heard some accounts of dolphins immobilizing divers in training missions using their rostrum, sometimes called a nose or a snout. Big Tuna dives deep and swims toward his targets. The unknowing enemies are taken by surprise. The dolphin rams his rostrum into the... Und ich war ja leider nicht dabei, aber in meinem Tauchteam damals von Submaris, als die beiden Jungs unter Wasser waren und Seegras gezählt haben in 4 Meter Wassertiefe in der Kieler Förde. Und auf einmal kam halt ein 4 Meter langer, 350 Kilo schwerer großer Tümmler und hat an der Flosse gezibbelt. Da haben die beiden sich auch eingeschissen. Ne? Das war damals, als der Delfin in der Förde war. Also es ist und bleibt ein Raubtier, das andere Tiere frisst und das Menschen töten kann. Und das auch schon vorgekommen ist. Ne? Also als Taucher sich mit dem Delfin anzulegen, du hast einfach keine Chance. Zero. first diver's abdomen. The breath is knocked out of him and he floats to the surface. You intercept the enemy with your boat and lock him up. Big Tuna circles back and targets the respirator of the second diver. Oh, ich finde, die machen das ja schon ganz gut mit den Grafiken, aber die hätten doch hier mal Tarnanzüge im Algenmann-Stil und Camouflage-Ruby-Style machen können und wenigstens mit Reprisern auf der Brust und nicht hier mit so gelbem Scheißdreck. Also der Kampftaucher trägt ja wohl hier sein Kreislauftauchgerät auf der Brust, Sauerstoff-Kreislauftauchgerät, hat Waffen und was soll denn das hier? Das sieht doch aus wie Kikifax-Taucher, der angreift, Alter. He uses his tail to knock the diver off balance, then grabs the tube that connects the breathing apparatus to the air tank. He pulls... Alter, der Weg... Entschuldigung. Hat er ihm den Schlauch hinten abgeknipst? Das ist ja gemein. Grabs the tube that connects the breathing apparatus to the air. Ey, die trainieren Delfine darauf. Oh, ist das fies. Unter Wasser den Schlauch abzureißen. Das ist natürlich... Das ist schon mies. He pulls the device apart. The Dann second kommst du enemy hoch. diver frantically swims to the surface while you're waiting for it. Aber nochmal, kein Navy SEAL oder kein Kampftaucher der Welt taucht mit so einem Gerät ins feindliche Gebiet, sondern die haben Kreislaufgeräte auf der Brust. Ich habe ja auch so eins aus Italien, wo keine Blasen rauskommen, wo du deine Luft immer wieder aufbereitest und atmest, weil du willst ja nicht erkenntlich sein. Ne? Also du willst ja keine Blasen machen, sodass man dich findet. Also von daher, gebt euch mehr Mühe bei den Details. Was ist das hier für ein Video? Killer Dolphins guard Nuclear Navy Base. His Shit. head pops out of the water and he gasps for air. When he calms down, you capture him and lock him up with his comrade. Na klar. 2 down, 1 to go. Big Tuna Two down, circles one around to for the go. final target. Aber ich finde es ein sehr witziges Video. Es macht mir viel Spaß. Gut, dass wir sowas mal gucken. He grabs the final enemy diver by the dive fin that carries him through the water, and he pulls the enemy diver to the surface. Und der Delfin hat 3 verschiedene Arten gezeigt, wie er Menschen unschädlich machen kann. Ich finde es sehr, sehr Right in geil. front of your boat. Und stellt euch mal vor, so ein Delfin entscheidet irgendwann, ich zisch ab, Freunde, ich bin raus, das Militär geht mir aufs Schwein, ich mache mein eigenes Ding. Ich will nicht sagen, dass das schon passiert ist und dass wir darüber ein Video machen. Hashtag Wladimir. Wir werden uns aber mal mit Wladimir beschäftigen. Und ihr ahnt schon, woher Wladimir kommt. You signal for Big Tuna to let go. He follows your orders immediately, and the enemy is hoisted onto the boat with the other conspirators. All enemies Geil. are brought back to the base for interrogation. Your team has been so... Und wie beschissen muss es bitte sein? Da bist du schon der krasseste Navy SEAL und der härteste Typ aller Zeiten. Und dann musst du deiner Mama zu Hause erzählen, du, ich wurde halt vom Delfin zur Strecke gebracht. Ich will ja nicht sagen, dass das die krassesten Männlichkeitsmänner aller Zeiten sind, aber also wenn ich erzählen müsste, mich hat der Delfin gecatcht, das wäre mir peinlich, Freunde. Das wäre mir peinlich. successful that you're given a special mission. You're to escort a special envoy on a diplomatic mission. A lot of enemy powers want to see the mission fail, so that it's imperative that your boat is well protected. Big Tuna swims alongside the boat, making sure that the surrounding area is clear of enemies. The camera mounted on his vest relay... Ey, wie geil wäre es eigentlich, einen Delfin zu haben, der eine Kamera hat und die Delfine filmt und da... Ich komme ja auf ganz neue Ideen, Alter. Hätte ich ja ultra Bock drauf. Gab es natürlich auch schon. Man heftet allen möglichen Viechern immer mal mit irgendeiner Klemme eine Kamera an. Hat man bei Orcas gemacht und mit Saugnäpfen bei Pottwalen und so. Aber so einen richtig trainierten Delfin vom Ex-Militär, den muss ich ja irgendwo herkriegen. Klaus, der Mission Erde-Delfin, der auch gleichzeitig mein Unterwasserkameramann ist. Alter, wäre endgeil. video to the onboard command center. While aboard the Envoy, your commanding officer informs you that this isn't the first time dolphins have escorted ships through dangerous waters. Dolphins were used during the Tanker War and the Iran-Iraq War, where oil tankers were targeted by enemy opposition. Dolphins geil. were deployed during the war to protect the ships in harbors and along dangerous routes. Dolphins have traveled the world to ensure the safety of military assets. Yep. Dolphins like Big Tuna even helped provide security for the Republican National Convention in 1996.
Das wusste ich nicht. Abgefahren. Okay, The krass. convention took place at the San Diego Convention Center, right on the Pacific Ocean. The precautions were in response to the bombing at the Summer Olympics in Atlanta in 1996. The U.S. military was leaving nothing to chance, and the Navy Dolphins were the best ocean security guards possible. There have been rumors floating around among your friends that dolphins are dangerous and used to kill divers who wandered too close to naval base. You explain this is all simply not true. But what about the dolphins with lasers? Dolphins mit Lasers, Alter. Wir brauchen Haie mit Lasern. attached there? Ich brauche Mission Erde Hai. 2. Klaus und Klaus 2. Ed's a friend asks. You reassure them that there has never been any laser death rays attached to dolphins. How about the accounts of nuclear devices being attached to dolphins and then detonated when they reach their target, asks another friend. Auch hart, ne? Du schickst Tiere da rein mit einer Nuklearwaffe oder mit allgemeiner Bombe und drückst dann aufs Knöpfchen. Again, there's no evidence for this claim. You ask the friend, wouldn't you have heard about Absence of evidence, ne? Heißt es nicht, dass es das nicht gibt. the nuclear explosion if that were the case? Well, surely you've heard the reports of dolphins being outfitted with compressed gas needles that they jam into an enemy soldier's body. This would create an air bubble in the victim's veins or arteries, and that would be carried to vital organs and would kill the diver almost immediately. You tell this person that there is no evidence that dolphins were ever fitted with such a device, nor would they need to be when they could just drag the enemy diver to the surface and be captured and questioned by the U.S. Navy. You and Big Tuna carry out many missions during your time together. You've disarmed underwater mines, located and rescued lost equipment, protected your base from enemy divers, and escorted ships through dangerous waters. Your career together has been successful and rewarding. It's no wonder that once the Navy started using dolphins in the 1960s, they never stopped. Dolphins are intelligent. Und guckt mal, wichtiger Satz seit den 60er Jahren, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. 60 Jahre Erfahrung in Training mariner Säugetiere, um sie kampferprobt zu machen. Extremely fast and can use their echolocation to identify objects from great distances with precision. They also form bonds with their trainers, which is why when you and Big Tuna retired, Die formen diese Bonds mit ihren Trainern, aber nur, weil sie gezwungen werden. Die würden ja lieber in der Delfinschule leben. Und, aber das Einzige, wo sie Liebe, Aufmerksamkeit und Essen kriegen, ist halt der Trainer. Ne? Und so ist es ja bei allen Delfinen und Walen in Gefangenschaft. Immer die gleiche Leier, die ich euch schon 100-mal erzählt habe. Da wisst ihr schon besser. you bought a place on the coast of Florida where you and your partner can spend your days relaxing and swimming around the warm Atlantic waters. How cool would it be to have a dolphin as a partner? How cool, Alter, ultra cool. Aber ich brauche dann wenigstens auch einen, der militärisch ausgebildet ist. Jetzt gehen wir aber noch mal kurz, ich will unbedingt das Video hier gucken. Russian Trained Dolphins Deployed to Ukraine war von H.I. Sutton. Ich habe euch den Untertitel schon angemacht, weil das ist der Nerdy und der muss uns ein bisschen was erzählen. Da müssen wir jetzt gut hinhören. Welcome to another chat. This one is going to be about the military dolphins that are being deployed in Russia's invasion of Ukraine. Das ist ja das, was aktuell tatsächlich das Wichtige ist. Wir haben jetzt gelernt, okay, es gibt diese Delfine und auch noch mehr davon, also auch andere Tiere, auch Seelöwen werden trainiert und so weiter und Robben. Und jetzt beziehen wir das mal aber auf den aktuellen Angriffskrieg von Russland und was da so abgeht, weil jetzt haben wir einen aktuellen Zeitbezug und der Typ bringt uns jetzt noch ein bisschen auf den Stand. Ich bin ganz gespannt, weil es ist echt ein krasser Nerd. Hau rein. Of the headlines on this. Actually, I'm in a good position to talk about it because I broke the story in US Naval Institute News and all the other stories that you've seen on other news sites are following that. It's a topic that I've had some interest in for a few years. So let's get on with it. Like my other chats, it's unscripted. That's really obvious already, I know. Let's start with some context. In the Ukraine war, the dolphins are actually deployed to Sevastopol, which is on Crimea, and it's the main Russian naval base in the region. Weil gegenüber von Odessa oder was, ne? And it's just across the water from Odessa, which is a major port city in Ukraine and a natural target for the Russian forces. Just also for context, the cruiser that was lost by Russia is about in the middle there. So, auch ein heißes Thema, ne? Im Sturm verloren gegangen. Sevastopol is really near to the action, and it's where the vessels such as the cruiser operate from. Here's a satellite image of Sevastopol. This is supplied by Maxar to US Naval Institute. It's a brilliant picture. You can see the... Ja, und das liebe ich halt an solchen geilen Nerds, ne? Die sich mit sowas auseinandersetzen und das dann geil einordnen können. Ich bin gespannt, was er uns erzählt. More, but this is where the particular warships and submarines of interest would be. And every ship that
comes in or out of that harbor has to go through a narrow opening at Dann hätte ich die Delfine hier. front there. And that is where the dolphins are deployed. They're just inside the sea. Militärberater, Marinebiologe und Militärberater und Delfintrainer. Vielleicht gehe ich doch weg von dieser Raptoren-Trainingsgeschichte auf Militärdelfine. Wall on the northern side of that harbor entrance. Every ship, say, has to go past there. For example, this is the cruiser that was lost. I believe this is its last journey. It's a candid image that Waren das die Delfine der Ukraine? that a tourist took. And you can see that the ship's number's been painted out to make it harder to identify. Obviously, we'd have no trouble identifying exactly what ship that is. But it would have sailed immediately past where the dolphins are. And anyone wanting to come in or out of the harbor to attack those ships Hey, wo sind meine Untertitel, Junge? also have to go past where the dolphins are. So Hier, okay. Krass. Hafeneingang, alles klar, immer mit Leuchtfeuer und so. Hier müssen die Schiffe durch und da sitzen die kleinen Delfine in ihrem Sea-Pen, also in ihrer Haltungsanlage. Alright, Alter. Geil, dass man das mal sieht. Ey, cool. Das habe ich so auch noch in keinem Video gesehen. Endlich sieht man mal diese Anlage. Cool. Of the place. You can see an army truck. The dolphin pen is there in the... Hier. Da ist vermutlich der ganze Fisch drin, den die Militärdelfine fressen. Boah, ist das ein geiles Video. Ich liebe es jetzt schon. Guck mal, gerade mal 2 Minuten 37. Aber solche Experten, that's the shit. We can see it clearer from satellite imagery, again from Maxar. There's the dolphin pen to the north side. The image is slightly rotated. Zooming in, there's the 2 pens. They're floating. They've got a divider across the middle that allows them to separate dolphins and open half the pen and not the other half. Auch wichtig, weil auch Delfine können sich gegenseitig nicht immer gut leiden und man muss die manchmal separieren. Sie würden sich auch gegenseitig tatsächlich töten, was sie in der freien Natur selten machen, weil sie sich dort aus dem Weg gehen können. Hier ja nicht. They also have a tender, which is... Ein Tender ist ein kleines Schiff einfach. Was eigentlich ein Tender ist, der Begriff eines Schiffes, was immer zu einem größeren dazugehört, aber was sicherlich hier Tender zwischen Delfinen, Haltungsanlage und Steg. Pier there, which they can access it, and an army truck and so on. Okay. So it's a pretty small, but self-contained deployment. Ja, okay. So how do we get here? Auch so ein krasses Bild. Das ist da aus den 60ern oder was. Was hat er denn da an der Schnauze alles? Hier irgendwas, was er abwickelt, vermutlich. Hier irgendwas, was er festhält. Alter, ich würde gerne sehen, was hier hinten so drauf ist. Oder ein Halteapparat für den... wir werden es vielleicht noch erfahren. We're going to cover why they use dolphins and so on. But let's talk a little bit about history. I'm not going to go into too much detail because there are plenty of books and sources on the history. But I think it's useful for some context. First, and this is quite interesting, the first use of marine mammals or training of marine mammals for naval purposes was actually in Sweden. Ey, und wie geil ist bitte dieses Bild einer Kegelrobbe? Das ist ja der absolute Hammer. Auf Englisch World Gracie. War II, a Swedish scientist had the idea and started training them to detect submarines and torpedoes and so on. There's an excellent source on that in Swedish, but recommended. That's where the photograph comes from. It didn't last very long. I don't think it was very successful at the time. Mit Kegelrobben, die sind auch nicht so intelligent wie Delfine. Aber man darf nicht vergessen, Kegelrobben fressen auch Schweinswale. Also irgendwas haben sie schon. Außerdem sind sie das größte Raubtier Deutschlands. Also vielleicht doch lieber auf Kegelrobben gehen. Okay. Besorge ich mir 2 Stück. Man könnte die retten als... Naja. The one we've heard of and the one that came next was the US Navy program. And this started in, I think, the 60s. Certainly it was active by the 70s and it involved quite a lot of different types of marine mammal. Today, bottlenose dolphins and California sea lions are the main mammals used. And they're used for mine clearance or detection of mines, should I say, counter diver and object retrieval. That's really useful. So picking up items from the seafloor. Ja, weil die das halt viel geiler können als jeder Mensch, klar. Alter, was ist das denn? Low Visibility Craft, LVC, habe ich auch noch nicht gehört. So I'm not going to go into history or too much detail. Ich sehe schon, Fritz Meinecke und ich im Low Visibility Craft sehe ich mich. Brutal. Scheiß auf diese Kajaknummern.
Das ist the shit. Low Visibility Craft, begleitet von Militärdelfinen. Alter, das wäre eine Serie. Online, they've been used in conflicts and so on. But da könnten wir gleich noch ein paar Flüchtlinge retten. Das wäre vielleicht ganz gut. Das wäre überhaupt die Idee, eine Militär-Delfinherde ausbilden, um Menschen in Seenot zu retten. Mir kommen hier so viele Ideen, was alles völlig unrealistisch ist, aber sagt niemals nie. What I'll mention is there's still a lot that people don't know about it. One of the very obscure things is that some US Navy SEALs, together with EOD, ordnance and small boat specialists, were formed into a unit called the Very Shallow Water Detachment. And Flaches Wasser. Here is a vessel that they use, which hardly anyone knows about, the low visibility. Ja, hardly ever know. Deswegen, Alter, ich flippe aus. Was ist das bitte für ein geiles Video? Müssen wir uns noch viel mehr von HI Sutton angucken. Ich bin jetzt nicht so Kriegssachen-Fan und Schiffe und so ein Zeug. Aber solche Informationen finde ich ja mega geil. Interesting. You can find out about this on my website, hisutton.com or Covert Shores. Da habe ich schon drauf geguckt. Die Webseite ist brutal scheiße, aber die Informationen, die da drin sind, das ist geil. But back to the Russians. Back to the Russians. It started in Soviet Union, so before the fall of the USSR. The Russians, just like the US Navy, the Russian or Soviet Navy at the time, was interested in mine clearance, counter-dive and object retrieval, same missions. Additionally, I believe it's likely that some of them are used for intelligence gathering as well. Mit welchen Kameras denn? Sea mammal with a camera on it, investigating an underwater sonar array, and those sorts of targets. Additionally, it's been rumored that they're being trained for sabotage. It's been reported, let's say, it's been retained. Alter, Delfinspione, Sabotagespione, ich finde dieses Thema, wenn es nichts mit Krieg zu tun hätte und der Realität, ich finde es aber trotzdem mega spannend und ultra geil. Ihr seht schon, wie ich hier gerade abgehe. Ich finde es ultra geil. Ich liebe es. Trained for sabotage. Put a bomb on a dolphin. Weil es ist so, ja, es ist Militär und es ist Krieg und da sind sicherlich Menschen zu Schaden gekommen. Aber wie spannend ist das bitte? Sorry dafür. Also wenn sich hier irgendjemand getriggert fühlt, ich finde es einfach nur hochspannend. Swims up to an enemy's ship and sinks it. I'm not really convinced by that. Und stellt euch mal den Steve vor, der in den Raum gekommen ist, in den 60er Jahren gesagt, pass auf, Freunde, ich habe eine ganz neue, super krasse Taktik. Und alle haben gesagt, geil. Boah, die Möglichkeiten, die man hätte. Alter. I'm not going to say it hasn't been an idea, but I've not seen any evidence of it. Doesn't make sense to a lot of people. But I've got to mention it because there's plenty of rumors about it. So in the Soviet Union, there were two programs. The first was started in the Black Sea in 1973, and then the Arctic program started in 1984. Und immer die Frage, die Delfine kommen nicht freiwillig in die Basis. Das sind ja von der Delfinschule oder von der Delfingruppe geraubte Tiere. Denkt immer daran, ne? Kein Delfin macht das hier freiwillig. I'm actually going to cover the Arctic first because the action, of course, currently is in the Black Sea, so we'll come back to that. That's where the dolphins are currently at war, as it were. So the Arctic one is focused on the Murmansk Marine Biological Institute. And that is really close to the Kolar Peninsula, where there's a lot of Navy bases. I haven't highlighted all of them, but these are submarine bases of interest and so on. Submarine bases of interest. Currently, there's a main base, and then there's a breeding program, and there's a secondary base at Lenyaguba, which is particularly interesting. So, ja klar, damit du nicht ständig neue Delfine fangen musst, brütest du dir die natürlich, und die ja schon geil ausgebildet sind, haben schon die guten Gene, die du, das ist im Prinzip wie mit belgischen Schäferhunden bei Spezialkräften, ne? Nur im Wasser brauche ich. They're deployed in the Kolar Peninsula alongside the submarine bases and so on. This is the main base. I'm not even going to attempt to say that name. Apologies. You can see a seal there. Garjachi Rucci. Sprechen wir einfach Spanisch. Oh, geil, Alter. With seals, but also beluga whales. Hashtag Vladimir. You can see it's wearing a harness and so on. Mann, wenn es nicht so scheiße wäre, don't get me wrong, ne? Erwischt mich hier nicht auf dem falschen Fuß. Ich finde es einfach nur... Ich finde
so krass. This is what the base looks like on Google Earth, so satellite imagery. You can see the beluga whales. Ich hätte halt Bock, dass die Viecher nicht Menschen umbringen oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Ich sehe die gerade als Forschungspartner, Kameramänner, Seenotretter. Man könnte so viel mit denen machen, wenn die das freiwillig tun würden. Das kann man aber erst, wenn man mit denen sprechen kann in der Zukunft, mit Maschinen, die die Sprache entschlüsselt haben und wir mit denen kommunizieren können. Vorher ist das nicht möglich, weil die machen es halt nicht freiwillig. Das ist die Scheiße. Have hexagonal pens and the seals have square pens. We're confident of that. This particular base is just about marine mammals, but nearby there's a spy submarine base. Was der Typ alles hat, Alter. Satellitenaufnahmen und genau sagen kann, was ist. Alter. Also where the spy ship Yantar is based, that's quite famous in its own right. Der Chat schreibt hier gerade Militärkraken. Auch eine Idee, ist keine gute Idee. Die Kraken werden nur 1 Jahr alt. Da hast du die ausgebildet, zack, ist er schon tot. Das ist ja sinnlos. Really secret base, and it's the home of the GUGI, so GUGI, which stands for the main director of undersea research, spy missions basically. Ich sehe hier ein neues Jobfeld für mich. Spionagemissionen. Meeresbiologen, Meeressäuger, Alter. And if you've got really keen eyes and you look at the top of the photo, there is a beluga whale pen. And that was moved there in a couple of years ago. Ha! Da ist er. Ich bin großer Fan. Wladimir, jetzt werden wir doch schon was über den erfahren. Scheiße, das ist so ein kleiner Sneak Peek, weil über den will ich schon die ganze Zeit immer ein Video machen. Ich komme immer nicht dazu, weil der ist so cool. Wladimir, russischer Spion oder Therapiewal? Of particular interest, this whale, known as Vladimir. Und auch noch ein, nicht Kumpel, aber ein Bekannter von mir, hat den gefunden. Ach Mann. That's actually a play on words because the first 4 letters, I don't know how you pronounce them in Norwegian, Wal. but it means whale. Ja. In 2019, it defected, as it were. It turned up in Norway. It was in the news. You might remember it. It almost certainly, I'd say it certainly was a Russian Navy trained beluga. Ja, der hatte nämlich einen Harness an und auf dem Harness stand, hoffentlich sagt er das jetzt The gleich. whale, we can speculate its mission. I think there's some really good research going on. I don't want to give away too much. I know that people have researched it a lot and have yet to reveal more information about this. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, von wann dieses Video hier ist, aber man weiß über den Wladimir super, super viel. So that was definitely in the news. Sehr schöner Satz aus einem meiner Lieblingsbücher. Unbedingt lesen. Douglas Adams. So long and thanks for all the fish. Wer es gelesen hat, weiß es. Ich liebe es. But coming back, the Black Sea program was a bit different. I say it's near Sevastopol. It's in a harbour a few miles down the coast. This is a completely militarized area. I mean, there's lots of houses as well, of course, but there are a lot of bases, missile sites, and so on. So Sevastopol, the military aspect takes up the whole peninsula, the whole headland. Close up of the base again, you've got the same sort of arrangement with dolphin pens. There are some beluga whale pens there. There have been beluga whales there in the past. I don't know if they're still there or not. But you see these mobile dolphin pens, the smaller ones, which are free floating and can be anchored in anywhere essentially within the right depth of water. And that's the sort of thing that's been deployed to. Also ihr müsst euch das nur mal so vorstellen, so ein Dolphin-Pen, das haben wir jetzt noch gar nicht richtig, das müsste man mal gerade erklären, sind im Prinzip Schwimmpontune, begehbar, dass du auf dem Rand rumlaufen kannst und unten hängt quasi ein Netz oder ein Netzkäfig und darin sitzt der Delfin, damit er nicht abhaut. Ne? Du kannst aber auch öffnen, weil er muss ja für eine Mission auch raus. Aber das ist quasi, wo er geschützt drin lebt, auf kleinstem Raum. Und to the entrance of the harbour down the road. This is a photograph of them exercising geil, a few years ago. Da sieht man mal, wie die transportiert werden und so. Das ist natürlich schon, das ist ja ultra geil. The white flag at the back of the ship, that is with the blue cross, that is the Russian Navy ensign. You can see the dolphin, of course, is there in the water. Die Frage ist, wer hat denn das fotografiert und wieso ist denn das öffentlich, Alter? The white object on the rib boat is going to be a sort of stretcher-like device for carrying and offloading the dolphin. Might have a sort of tent aspect to it, so you put the dolphin in potentially. Syrien, Of particular interest.
Raptor Assault Boats. Habe ich schon live gesehen? Hätte ich gerne. Unbezahlbar. 1,5 Mille. Minimum. So geil. Stellt euch mal vor, ich würde am Tauchplatz auftauchen mit einem Raptor Assault Boat. Ich fahre dann nicht nur einen Raptor, hoffentlich mal irgendwann in der Zukunft, sondern ich hätte auch ein Raptor Assault Boat. Ich sehe hier viele Möglichkeiten für mich. Mobile pens have been deployed before. Here they are in Tartus. Für die Leute, die mich nicht kennen, nehmt mich nicht zu ernst, Freunde. Ganz wichtig. Tartus is a naval base in Syria, in the Mediterranean, where the Russian Navy deploys a lot of ships and submarines, as you can see. And there's the pens. They were only there for a few months, from 2018, 2019. But it shows... Ah, hier unten, Alter, U-Boote. Und die Delfine passen schön auf alle being auf. deployed. And I actually think that it might be the exact same pens that are now in Sevastopol Harbor, these mobile pens. How the dolphins got there, possibly by air, possibly by ship, although I couldn't tie any ship movements to the... Jetzt aber mal ganz im Ernst. Also wie krass ist dieser Typ bitte? Also finde ich mega geil, das Video. Auch wenn das vielleicht für euch jetzt nicht super krass die Quality ist, aber die Information, Alter. Back to Sevastopol. Here's another candid image. There it is. Boah, ey, und ich bin nur mit einem belgischen Schäferhund beim KSK vom Turm gehüpft ins Wasser und habe ein Boot deployed. Alter, wie geil wäre das mit einem Delfin aus dem Hubschrauber? Entschuldigung. Ich entschuldige mich bei allen und besonders bei allen Delfinbefreiern da draußen, aber ich brauche einfach super krasse Militärdelfine, die mich bei meinen Forschungen unterstützen. It was in low-resolution satellite imagery. That little blob there, I thought that looks like a dolphin pen. Let's get some high resolution, so on. Here's a slightly better image of it. This is what open source intelligence is about, scrolling through, finding things. Obviously, context, experience helps. Geil! It was indeed a pen. This is actually historic imagery. One of the things I did was I checked on Google Earth, and scrolling back, I found that in the past there had been dolphin pens deployed there. And you can see the same truck arrangement, but this imagery is from a while back. So it's not the first time they've actually been deployed there, but what's significant is they're not permanently deployed there, and they're being moved there to coincide with the conflict. So based on satellite imagery, we don't get imagery every day, but from the ones I've seen, I can tie it down to approximately the 24th of February, which is when the war started. They deployed the dolphins there. Holy Scheiße. So why do they put the dolphins there? Krass. The really obvious reason is counter-diver operations. It doesn't really make sense. So, jetzt wird doch mal ein Schuh draus. Endlich haben wir mal in der Art und Weise, wie ein tatsächlicher Kampfschwimmer oder ein Navy SEAL sich bewegen würde, nämlich mit auf der Brust befindlichen Sauerstoff-Kreislauf-Tauchgerät, auch wenn das hier eine sehr veraltete Version ist, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen und natürlich eines der krassesten Tauchermesser aller Zeiten. Aber ich sehe hier keine Waffe. Was ist los? Mine-clearing operations perspective, it doesn't really make sense from a retrieval of objects. There's no reason why they wouldn't operate from their main base, which is only a couple of miles down the coast. How counter-diver works the main way? The dolphin, as you probably know, has excellent natural sonar. So it can use, if you like, echolocation to detect things. And it can detect a diver. The diver doesn't even know it's coming. And it's equipped with a harness. And typically it will dive at the back of the diver. We don't know the full details of the Russian training program, but... Kriegst du auch nicht mit, Alter. Wenn der Delfin sich ansneakt von hinten, keine Chance. Kriegst du nicht mit. Assuming that it's similar to what we understand of the US program, it would attach something to the back of the diver. Also du tauchst dort als Kampftaucher rum, willst nur vielleicht Reconnaissance machen und so weiter. Und dann kommt der mistige, böse Militärdelfin und heftet dir eine Bombe an den Rücken. Oh Mann! Oh, ist das fies, Alter. And this would act as a buoy. Ach, eine Boje. Die dem Taucher... Keine Bombe, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich habe wieder zu früh gestoppt. Eine Boje, die den nach oben bringt. Der ist aus geringen Tiefe, weil Sauerstoff-Kreislauf-Tauchgeräte
funktionieren mit reinem Sauerstoff, in der Regel, es gibt auch Ausnahmen. Das heißt, du kannst in eine Wassertiefe von bis zu 6 Metern tauchen, ohne dass der Sauerstoff giftig wird. Bei einem Partialdruck von, also ihr habt 100% Sauerstoff hier drin, 1,6 Bar, also 1 Bar Atmosphäre und dann 6 Meter, also 0,6 Bar dazu, 1,6 Bar, wirkt Sauerstoff toxisch. Das heißt, die Taucher können gar nicht tiefer tauchen, müssen sie auch nicht, die bewegen sich ja eh zwischen 3 und 6 Meter, um irgendwo anzugreifen. Und einige Kampfschwimmer können das auch aushalten, weil die sind natürlich super krass. Bis 18 Meter Größe gehen raus ans KSM, aber in der Regel ist dann sowas nicht tödlich, wenn der Delfin dir eine Boje anheftet und nach oben gezogen wirst. Wichtig ist nur ein bisschen ausatmen, das wäre vielleicht ganz clever. Aber gut. Diver would end up being more or less immobilized. They wouldn't be able to remove it from their back realistically. The dolphin's gone. The diver wouldn't stand a chance. Ich finde das trotzdem so krass. Du bist der härteste Navy SEAL und der Delfin kommt und heftet dir einen Luftballon an den Rücken und zack, außer Gefecht, das war's, Wiedersehen. 10 Jahre Training umsonst. Naja. The dolphin can outswim a diver in every respect. We'll look at that in a moment. Schnellster Delfin, ihr wisst es, der Orca 64 km/h, alle anderen Delfine zwischen 45 bis 50 km/h als Maximalgeschwindigkeit. Du hast keine Chance gegen die Viecher. Krass. Of course, then you've got a Und da sind Meinecke und Lehmann in ihrem Low Visibility Vehicle. boy floating there, and the friends, the defenders, the friends of the dolphin, come along. The friends of the dolphin. If they think that the diver is an enemy diver, they can deal with the diver. Deal with the diver. Naja. You're dead. So simplistically, they could just drop a grenade over onto your head. Oder so. Da würde man jetzt sagen, dann kann er ja gar nicht mehr bei seiner Mutter anrufen und sagen, ich wurde vom Delfin gecatcht. Weiß ich jetzt nicht, ob da jeder sofort erschossen wird, so wie bei Wilderern, die, wenn sie irgendwo wildern, wo Schussbefehl herrscht, um die Wilderei einzudämmen. Ich würde ja so einen Militärtaucher lieber gefangen nehmen und Informationen und dann in Austausch und so. Aber ich weiß auch nichts über Krieg, ich kann das gar nicht beurteilen. Aber eine Granate auf den Kopf werfen, so im Wasser, ist unangenehm. Of interest for Russian defense, you're probably aware, they've actually got a range of weapons they can use. They've got underwater assault rifles. Auch sehr, sehr krass, ne? Also unter Wasser mit einer normalen Kugel oder mit einem Projektil zu schießen, ist ein bisschen schwierig. Luftdruck gesteuert, einen Pfeil schießen, ist dann schon was anderes. Da habe ich schon krasse Sachen gesehen. Aber was zum Teufel ist denn das hier? Aber die Militärexperten, davon gibt es ja Milliarden da draußen, die wissen das vermutlich, was das hier ist. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Pistols, which fire sort of darts. You've got handheld grenade launchers, a couple of types, and you've got even heavier ones on ships, which can go quite far. These devices would obviously be deadly to a diver, and if you're marked on a buoy, they know exactly where you are. Ach, scheiße. Der Delfin heftete die Boje dran, die Boje schwimmt im Hafen und du einfach... Alter. You're dead. Of interest, another way to kill divers, of course, is to tow a net with shark hooks in it and just drive over them. And Uiuiuiui. Okay, wenn du weißt, wo der Taucher ist, mit einem Netz mit Haihaken. Du hakst... Alter, ich will es mir gar nicht ausmalen. Okay, zu krass. Work. And that's a serious tactic, by the way. Yes, that's been done. The reason you mark divers is because dolphins cannot tell friend from foe. They could mark a friendly, in this case Russian diver. Oh, collateral damage. Friendly fire. Der Delfin hat mich markiert und dann... Oh Gott. Leute, was ist das für ein Video? Was ist hier los mit mir? Was... So it's very dangerous to give the dolphin the ability to kill. Ja! Ach was! There is plenty of talk out there that dolphins can also be used to actually deliver a lethal effect on the diver. How that works, the exact same detection, the exact same training, but instead of a buoy being attached, a sort of a gun would be triggered. And this is typically going to be a compressed air dart that injects compressed air into the target. Alter, du stattest Delfine mit Luftdruck Pfeilgewehren aus. Alter Schwede. We also hear
talk of them being trained to remove mouthpieces and so on. And all of that is plausible. And the diver is dead there and then. But as I say, the problem there is friend or foe, so it could be very dangerous if you've got other. Ich weiß nicht, ob ich einen Delfin Entscheidungen über Leben und Tod geben würde. Ich finde das mit der Boje gerechtfertigt. Ich würde den Taucher gefangen nehmen und austauschen. So, bums. People in the water for any reason. Friendly divers doing, inspecting the bottom of a ship or something like that. Ha! So we've talked a bit about why they're deployed there. It's a defensive aspect to Sevastopol Harbor. Sevastopol Harbor is out of range of Ukrainian forces. There has been something flying over there because there was an air defense, missiles launched against something, but we haven't seen any missiles landing there. It's really out of range. So the ships, when they're in Sevastopol Harbor, are really safe and feel safe. We can see that because they use very predictable mooring points and so on. The dolphins protect them against combat swimmers or frogmen in old terms. And that's a tactic that Ukraine might be considering. The dolphins would be a defense against that. As mentioned, it's not just dolphins that are used. You've got beluga whales, sea lions, and seals. All of them have pros and cons, of course. Ich finde das so krass, wie abgeklärt, nerdy, wissensmäßig der Typ abgeht. Das Operation Depth, Alter. Guckt euch das mal an, was da los ist. Alter Schwede. All of them. Warum haben die eigentlich keine Orcas? Das wären ja die krassesten von allen. Der würde den Taucher gleich fressen. Are better than a human in every underwater. Ich meine, wie geil ist dieses Video? Ich wette, alle, die dieses Video sehen, haben das alles nicht gewusst. Das ist alles komplett neu für euch. Hier wird doch keiner mein Video gucken, wenn es dann rauskommt und sagen, ja, das ist ja alles alter Kram. Jetzt verstehe ich langsam, okay, warum ihr so darauf reagiert habt, dass euch das so überrascht hat. Ich lerne hier in diesem Video auch vieles Neues dazu. Finde ich aber, das ist super spannend. Respect except judgment. So the operating depth of a beluga whale is 640 meters. For a diver with what we call a pure oxygen rebreather, which is a sort of standard military diving equipment, they can only dive to 15 meters. Yeah. 15 meters is much deeper than most recommend. So if you've got an opinion on 15 meters versus 7 meters, whatever, well, you can comment, but don't expect me to want to argue it with you. Ah, geil, ich liebe den Typen. Gut. It doesn't really matter. It's not 640 meters rather. Swimming speed, the slowest is the beluga whale with 15 knots. If you're really good. Die hier können schneller. Also Bottlenose können schneller als 16 Knoten. Das stimmt nicht. Beluga würde ich auch eher 20 knötig einordnen. Also mal 1,852 ist es, glaube ich, ne? Die können schneller sein, definitiv. Also hier geht es eher um 25-isch, 23-isch. Swimmer, ich will nicht Korinthen kacken, ne? Do 1 to 2 knots and you can do it for a mile or so. Aber wie er sagen würde, ihr werdet immer langsamer sein als Mensch. So dolphins are incredibly good versus human in every sort of performance respect. It's not just Russia and America, of course, that are using them. So the main operators, Russia, America, you've got Russia using beluga whales, also dolphins and seals. You've got the US now standardized on dolphins and sea lions. So slightly different choice of animals, slightly different temperatures, locations, and so on. Additionally, krass, dass das raushaut. North Korea and Israel likely use dolphins. Likely. And again, you can find out more about this on my website. It's treat it as unconfirmed, but likely. North Korea is another one of the ones that I found. Israel, yeah, I think everyone agrees they've got them, but not much is said about it. I think that's everything I've got to say. Geil, ey. Hopefully it was interesting. Hopefully it was useful. Mega Check out my website for a general guide on these animals. Check out US Naval Institute News for the original article on it. H.I. Sutton, nochmal reingehen ins Video, schaut euch das wirklich an, checkt auch die Webseite, hat er hier unten alles verlinkt, ne? Ja, genau. Mega informativ, Top-Video, muss ich sagen. Hello, Hut ab, geil recherchiert und ein unfassbar spannendes Thema, worüber, glaube ich, niemals richtig gesprochen wird.
brandaktuell. Ihr habt euch alle sehr aufgeregt. Wir haben ein tolles Video jetzt dazu geguckt. Ich habe viel gelernt. Und so lustig ich das jetzt hier fand und so viel Witzchen, wie ich gemacht habe, so traurig ist es, wenn man weiß, warum das gemacht wird und was diese Delfine tun müssen, wie sie es beigebracht bekommen, wo sie herkommen, wofür sie... Das ist alles scheiße. Aber wenn das nicht wäre, würden die Leute sich auch aufregen, wenn ich mir 4 weiße Haie trainieren würde? Sehe ich nicht. Das sind ja keine Meeressäuger. Die Fische fühlen ja eh nichts. Oder was? Spannend. Das fand ich mal richtig... Das war mal wieder informativer Shit par excellence. Fand ich richtig gut.